Zur Übersetzung eines C-Programms sind folgende Schritte notwendig. Ziel ist es, aus einem Source Code eben ein ausführbares Programm zu machen. Und dieses ausführbare Programm wird in folgenden Schritten erzeugt. Als erstes wird der Präprozessor verwendet, der aus diesem Source Code einen zweiten Source Code macht. Und dieser Source Code, der wird eben dadurch modifiziert, dass hier oben, da wo dieses Include steht, Include, ja, da ist auch so eine Raute, das ist der Präprozessorbefehl und der macht daraus eben diesen Code, der wird dann hier einfach eingefügt. Das macht der Präprozessor. Der macht noch andere Sachen, wie wir gleich sehen werden. Und als nächstes ist dann der Compiler dran, der übersetzt diesen Code in Assembler-Code und dieser Assembler-Code wird dann über den Assembler übersetzt in Objektcode. Das sind immer noch einzelne Files, die kann man noch nicht ausführen, aber die sind schon im Binärformat. Das Zusammenfügen geschieht schließlich durch den Linker. Linker heißt zusammenfügen und das führt dann zu dem Executable. Wir wollen uns das jetzt mal anschauen, was der Präprozessor so alles macht. Dazu gehen wir hier in unsere Entwicklungsumgebung und haben hier schon mal das Hello World Programm. Hier oben haben wir schon das Include, ja, das Einfügen von diesen Programmen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel was anderes reinladen, zum Beispiel können wir anstatt diesen Teil, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Cout hier unten funktioniert, anstatt diesen Teil können wir, Cout ist für die Bildschirmausgabe mit Hello World verantwortlich, können wir jetzt den Code reinladen, der dafür verantwortlich ist, dass das Ganze in C geht. Ja, das wäre nämlich der Standard-IO. H. Wenn das mit H aufhört, dann ist es immer für C gedacht und wenn es keins hat, ist es für C++ gedacht. Und genau, dann funktioniert das natürlich nicht. Das kommentieren wir aus. Ah ja, Kommentare sind übrigens auch Präprozessordirektiven. So ein Schrägstrich kommentiert eine ganze Zeile aus. Mit so einem Schrägstrich Stern und dann noch einem Stern Schrägstrich kann ich diesen ganzen Bereich auskommentieren. Ja? Okay, und statt diesem Cout schreibe ich jetzt einfach hier hin ein Print f Hello World. Ja, anders wie oben kennen wir kein Endline, was in die nächste Zeile geht. Ja, dieses Endline gibt es in C nicht. Wir müssen das anders machen, wir müssen das mit einem Schrägstrich N machen, was hier oben auch gegangen wäre. Ja, so, wir führen das mal aus. Und obwohl ich das Projekt nicht umgestellt habe in ein C-Projekt, ist das Tolle von C++, dass in C++ eben auch C genauso geht. Also wir sehen, Hello World funktioniert. Wir können das nochmal schließen. Und als nächstes schauen wir uns an, was es noch für Include-Möglichkeiten gibt. Wenn ich zum Beispiel hier ein zweites File hinzufüge, ja, das nenne ich jetzt einfach mal, ich muss da hier auf Test gehen und muss hier einfach noch einen zweiten Source Code hinzufügen. Den nenne ich einfach mal, ja, ist ein Header, ja, mache ich auch mal Header plus Headers plus gleich und dann nenne ich einfach mal Test.h, ja, weil es CPP ist, macht man HPP und new und sage genau new und C++ C Header Header-File, hier genau, test.hpp, ja, und dieses File hier, das jetzt hier ist, das können wir jetzt hier oben reinladen mit einem Include-Befehl, include, und jetzt darf ich nicht diese Klammer nehmen, diese sind für Libraries vorgesehen, die vom System geliefert werden. Jetzt muss ich das in Anführungszeichen machen, test.hpp. Ja? So, jetzt wird eben dieser Code, der hier in dem Header drin ist, der wird eben in das andere Programm eingefügt. Ja? Das kann ich zum Beispiel sehen, das ist jetzt sehr untypisch, aber ich könnte jetzt eben zum Beispiel hier irgendeinen Code reinschreiben. Ich könnte zum Beispiel in dieses hier, könnte ich jetzt Präprozessor-Sachen reinschreiben. Wir sehen hier schon sowas wie if, ndef, define und so weiter. Damit kann ich Konstanten definieren. Ja, ich kann hier sagen define Pi. Die Regel ist, dass man das groß schreibt, Pi, und dann schreibe ich 3,1415926. Ja. Und dann kann ich eben hier hingehen und sagen, Hello World. Wir gehen nochmal wieder in den C++-Teil
Und da kann ich jetzt eben hier, kann ich dieses Pi ausgeben. Wenn ich das speichere und den Code nochmal starte und mir das Programm anschaue, dann sehe ich sehr schön, ah ja, Hello World 3,14159 und so weiter.